Hi, ich melde mich nach ein paar Wochen mal wieder mit einem coolen Thema, und zwar habe ich heute hier endlich meine eigene Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K am Start. Ich habe die jetzt seit 3 Tagen, beziehungsweise hatte davor noch ein Testgerät und konnte eben schon so meine ersten Eindrücke sammeln. Und da geht es halt eben in diesem Video drum. Es ist noch kein ausführliches Review. Zur Bildqualität kann ich ein bisschen was schon sagen, aber noch nicht so detailliert, und so viele Fehler sind mir jetzt hier auch noch nicht aufgefallen. Das heißt, das ist jetzt erstmal so ein Hands-on, wie liegt die Kamera in der Hand, was sind so meine ersten Erfahrungen damit und so weiter. Und ich denke, das Video wird schon einigen vielleicht bei der Kaufentscheidung einfach helfen. Also viel Spaß mit diesem Video, los geht's! Ja, ich fange erstmal an mit so den Äußerlichkeiten der Kamera, Verarbeitung und so weiter. Also Verarbeitung ist top, die Materialauswahl ist nicht die allerbeste, da muss man natürlich einfach Abstriche machen bei dieser Preisklasse von 1300 € ungefähr. Aber wie gesagt, Verarbeitung ist gut, es knarzt soweit nichts, ist alles top verarbeitet, ist aber eben Kunststoff, muss man einfach wissen. Wie liegt die Kamera in der Hand? Ich finde, sie liegt ungefähr so in der Hand wie so eine Canon 5D oder Canon 6D. Das kann man sich, denke ich, so ganz gut so als Größenordnung merken. Sie ist also in der Hand auch deutlich größer als eine GH5. Von den äußerlichen Maßen her sowieso viel größer. Ich finde, jetzt so auf Videos und Fotos wirkt sie nicht so groß. Wenn man sie dann mal in der Hand hält, stellt man fest, die ist schon durchaus sehr, sehr groß. Also mit Pocket hat das nicht mehr viel zu tun. Die nächste Sache, die ich jetzt kurz besprechen möchte, ist der Monitor. Das ist ein 5 Zoll Touchscreen, ist ein riesengroßer Monitor, Full HD, sehr, sehr schön scharf. Touchscreen ist super responsive, also ich muss sagen, zusammen mit den Canon-Kameras sind das so die besten Touchscreens, die ich jetzt hier in der Kamera hatte. Ich war mit der Navigation bei Panasonic GH5 zum Beispiel nie so zufrieden mit dem Touchscreen. Sony sowieso nicht, was Navigation angeht. Auch mit der Fuji X-T20, die auch ein Touchscreen hat, war ich nie so zufrieden mit dem Touchscreen wie hier. Man kann hier wirklich alles super einstellen. Das ist echt wie auf einem iPhone, also von der Qualität her, wie flüssig alles läuft. Hat mir sehr gut gefallen. Menü habe ich ja gerade schon angesprochen, super easy. Also Blackmagic ist so das beste Kameramenü von allen Herstellern, wie ich finde. Super easy, schön aufgeräumt, man findet sich extrem schnell zurecht. Also nach 2-3 Minuten weiß man, wo man die Einstellungen eben zu treffen hat. Und das ist schon sehr, sehr schön. Das heißt, man kann mit dieser Kamera auch tatsächlich direkt loslegen. Eine Sache zum Thema Menü, was mich jetzt so ein bisschen gestört hat, aber da gewöhnt man sich natürlich dran, ist, wenn man im Menü ist, und bei anderen Kameras ist es ja so, wenn man den Auslöser so halb runter tippt, dass man dann aus dem Menü automatisch wieder rausspringt und auf die Standard-Ansicht wieder kommt. Bei der Kamera, die hat natürlich, weil sie keinen Autofokus hat, nicht so einen halben Runterdrückknopf sozusagen, sondern man startet dann automatisch die Aufnahme. Und so ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich aus dem Menü einfach nur raus wollte und dann eine Aufnahme gestartet habe. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ist aber eine Kleinigkeit. Was ich beim Monitor kritisieren würde, ist, dass man den nicht rausklappen kann. Das ist bekannt, denke ich. Was ich aber schön finde, ist, dass der so leicht geneigt ist schon. Das heißt, wenn man sich die Kamera von der Seite anguckt, stellt man fest, dass der schon so leicht abgeflacht ist. Das heißt, man kann da auch aus etwas tieferen Winkeln filmen und man sieht trotzdem noch was auf dem Monitor. Alle anderen Kameras, die jetzt nicht so ein Schwenkdisplay haben, da ist der Monitor in der Regel gerade fest verbaut, was dann ein bisschen störend ist. Bei der hier, wie gesagt, leicht abgeflacht. Deshalb finde ich das nicht so schlimm, wenn die keinen Schwenkmonitor hat, beziehungsweise Klappmonitor. Man kann trotzdem einigermaßen gut aus der Hüfte oder eben aus tieferen Winkeln arbeiten. Eine Sache, die in fast jedem Review erwähnt wird, die ich auch noch mal kurz sagen möchte, ist die Akkudauer. Also die Kamera saugt Akkus leer ohne Ende. Das sind diese Canon-Akkus. Falls man da jetzt einen ganzen Tag drehen möchte, nehmt mal 4 Akkus mindestens mit, also falls ihr wirklich von morgens bis abends drehen wollt. Ansonsten jetzt so im Alltag, wenn man mal draußen ist, ein bisschen was filmt, reichen auch 1 bis 2 Akkus schon. Aber der Akkuverbrauch ist doch durchaus hoch. Was die Kamera jetzt unterscheidet von anderen Herstellern in dieser Preisklasse, sprich Sony A6300, A6500 und so weiter, ist einfach, was die Kamera für Codecs anbietet mit dieser Preisklasse. Also wir haben jetzt hier bis zu 60 FPS in 4K, auch Cinema 4K mit ProRes und RAW, und das ist halt schon eine krasse Sache, was diese Kamera hier einfach anbietet. Ich muss sagen, ich werde in Zukunft, solange es noch nicht das Blackmagic RAW Update gibt, was hoffentlich bald irgendwann mal kommt, werde ich fast nur ProRes filmen. Zum einen ist das ProRes fast genauso scharf wie das RAW und zum anderen ist der Workflow damit wesentlich einfacher. Also ihr müsst wissen, wenn man damit RAW filmt, werden ganz viele DNG-Einzelbilder abgespeichert. Natürlich in Ordnern verpackt, aber man hat jetzt nicht wie bei der Canon C200 oder bei der Red so einen einzelnen RAW-Clip, sondern eben Einzelfotos, und das lässt sich in Final Cut zumindest nicht als eine Sequenz öffnen. Das heißt, man muss dann in DaVinci gehen, da wird es erkannt als Sequenz und das dann eben raus exportieren, und das stört mich einfach. Ich möchte diese Kamera so als Run-and-Gun-Kamera haben, deshalb werde ich fast immer nur in ProRes filmen.
Bin von den Farben her mega begeistert. Viele haben zwar gesagt, ja, da ist ja wahrscheinlich ein Sony-Sensor drin, der hat dann Sony-Farben oder sowas. Also es ist so, da ist tatsächlich vermutlich, man weiß es nicht so hundertprozentig, ein Sony-Sensor drin, der auch mit größter Wahrscheinlichkeit auch in der GH5S verbaut worden ist, die ja das Doppelte kostet. Aber natürlich hat jeder Hersteller die Möglichkeit, da nochmal die Farben rumzutweaken und so weiter. Und ich finde, Blackmagic hat es hier sehr gut geschafft, auch diese Blackmagic-Farben, die ja schon sehr filmisch irgendwie sind, da ja, einzubauen, sage ich mal. Also was die Farben angeht, bin ich sehr, sehr zufrieden. Mag ich lieber als Sony und Panasonic. Lowlight habe ich jetzt noch nicht so viel getestet, dazu dann mehr im wirklichen Review. Aber die ersten Tests, die ich jetzt so gemacht habe, seht ihr jetzt auch hier eingeblendet, sehen schon mal vielversprechend aus. Ich würde mal sagen, ISO 3200, 6400, ohne Probleme nutzbar. Also erstes Fazit von mir zur Bildqualität, macht einfach Spaß mit dieser Kamera. Schöne Farben, die Codecs sind sehr schön, beziehungsweise ProRes ist sehr schön. Der RAW-Codec ist ja so ein bisschen ein bisschen schwieriger zu handeln. Und ja, Lowlight auch voll in Ordnung. Aber wie gesagt, mehr dazu dann im Review endgültig. Ja, das war es erstmal zum Ersteindruck. Wie gesagt, ein ausführliches Review kommt dann irgendwann nochmal in den nächsten Wochen, wenn ich da so ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe und so weiter. Für mich jetzt erstmal positiv auf jeden Fall, wie die Kamera in der Hand liegt, Verarbeitung und so weiter, das Menü und sowas. Man kommt super gut rein, es macht Spaß mit dieser Kamera zu arbeiten. Was ich mir wie gesagt wünschen würde, wäre noch so ein Klappdisplay, vielleicht für die nächste Generation, keine Ahnung. Ansonsten Bildqualität stimmt und was man hier für 1300 bzw. ja ohne Mehrwertsteuer dann 1100 oder 1050 Euro oder was auch immer bekommt, ist der Hammer. Der DaVinci Resolve Studio bekommt man auch noch dazu. Also die Kamera macht auf jeden Fall Spaß. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung zu dieser Kamera in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon bekommen. Man wird wahrscheinlich aber auch noch ein bisschen drauf warten können, weil die Kamera eben sehr beliebt ist. Also falls ihr jetzt ein bisschen später vorbestellt habt, dann kann es auch noch ein paar Wochen dauern. Ich nutze übrigens die Kamera mit dem Metabone Speed Booster Ultra. Da werde ich auch nochmal bald ein Video dazu machen, welchen Speed Booster ich jetzt hier empfehle und warum. Und nutze dann hauptsächlich das Canon 18-35 mm, was ja immer noch so mein Lieblingsobjektiv ist und auch mit dieser Kamera hervorragend funktioniert. Ja, falls ihr noch Fragen zu dieser Kamera habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Das war jetzt wie gesagt sehr oberflächlich und schnell. Ich habe bestimmt so ein paar Sachen vergessen hier. Ich habe jetzt auch noch nicht alles erwähnt. Schreibt eure Fragen einfach in die Kommentare. Ich werde sie so gut wie es geht beantworten. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.